Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Leatherman das Charge und das Matt. Warum stellen wir euch zwei Multitools in einem Video vor? Ganz einfach, das ist keine Produktvorstellung, sondern das ist wirklich mal ein Review von unserer Seite, weil wir beide Tools sehr, sehr lange schon im Einsatz haben und der Meinung sind, die sind mal eine Erwähnung mehr wert, auch wenn es da definitiv schon das ein oder andere Video gibt, aber eine persönliche Einschätzung von unserer Seite darf da auch nicht fehlen. Warum gerade diese beiden Tools? Das eine ist eher fürs Militär gedacht, beziehungsweise für die Nutzung bei einer Schusswaffe. Also wenn ich Sportschütze bin oder behördlich unterwegs bin, gerade speziell die AR-15-Plattform, ist das Matt ein perfektes Multitool und das Charge ist ein, in Anführungszeichen, EDC-Multitool für den täglichen Gebrauch. Warum in Anführungszeichen? Ganz einfach, beide Tools unterliegen in Deutschland dem Führungsverbot, denn sie haben beide eine Klinge, die sich mit einer Hand öffnen lässt und dann auch arretiert. Das heißt, ohne einen bestimmten Grund dürfen die nicht geführt werden. Könnt ihr euch die Gesetzeslage nochmal oder den Paragraphen nochmal genau durchlesen. Aber beide Messer, wie gesagt, einhändig Klinge zu öffnen und Arretierung führen erstmal generell verboten. Wir starten mit dem Charge. So wie das hier zu sehen ist, gibt es das Charge schon gar nicht mehr. Inzwischen ist es das Charge Plus. Das hat noch mal ein paar Tools mehr, aber hier einfach schon mal, dass ihr das mal so in den groben Basisfunktionen gesehen habt. Das Tool ist 10 cm in der Länge und wiegt ca. 235 Gramm. Was hier auch sehr schön ist, es ist sehr leichtgängig. Das heißt, mit einem einfachen Flip kann ich hier die Zange herausbefördern, um dann entsprechend auch arbeiten zu können. Das Tool ist aus 6061 T6 Aluminium gefertigt. Ihr habt hier eine relativ kleine Spitzzange, also gerade wenn ich die jetzt mal hier mit dem Matt vergleiche, da sieht man schon, die Zange ist jetzt nicht die größte, aber auf jeden Fall groß genug, um im Alltag damit arbeiten zu können. Ihr habt eine Crimpzange, ihr habt eine Spitzzange, eine normale Zange, ihr habt hier einen Drahtschneider und einen Hartdrahtschneider mit auswechselbaren Klingen innen drin. Damit habt ihr schon mal das wichtigste Tool mit an Bord. Beim Multitool immer die Zange. Neben der Zange sind die anderen Werkzeuge außenliegend, beziehungsweise die wichtigsten Werkzeuge wie Säge und Klinge. Ihr habt hier eine Einhandbedienung, das heißt, die Klinge kann wirklich so herausgeflippt werden. Die Klinge ist 7,3 cm lang und es handelt sich hier um 420er HC Edelstahl. Neben dieser Klinge habt ihr noch eine weitere Klinge, die findet sich dann auf der anderen Seite. Das ist eine Klinge mit Wellenschliffen, auch hier nochmal mit einem Gurtschneiderhaken vorne dran. Das ist 154 cm Edelstahl. Ebenfalls außen ist die Holz- und Metallpfeile. Übrigens, die rasten natürlich genauso wie die Klinge auch ein, dass man da entsprechend kein Werkzeug hat, was wieder zurückklappt. Und dann haben wir hier noch eine Säge für Holz. Gehen wir einmal nach innen. Die Zange haben wir ja schon gezeigt. Dann haben wir hier einmal aufgedruckt ein Lineal, um damit arbeiten zu können, damit ihr das als Referenz nutzen könnt. So, dann habt ihr hier den ersten Unterschied zum aktuellen Charge Plus. Das neue Charge hat hier einen fest verbauten kleinen Schraubendreher. Wir haben hier 2 Bithalter. Das heißt hier, ich ziehe sie mal raus, damit ihr das besser sehen könnt. Hier habe ich jeweils 2 Bithalter. Bei dem neuen Charge ist dann nur noch einer da und dafür aber dann ein fest integrierter Schlitzschraubenzieher. Auch hier diese Werkzeuge rasten natürlich sauber und können dann auch entsprechend wieder mit einer Arretierung gelöst werden und weggeklappt werden. Weiter geht's mit dem kleinen Bithalter. Hier habt ihr auch nochmal eine kleine Arretierung für einen mit integrierten Schlitz- und Kreuzschraubenzieher. Der wird hier einfach eingeschoben, sitzt dann da fest und habt ihr damit auch nochmal ein zusätzliches Werkzeug, was hier auch festgestellt werden kann. Natürlich darf auch nicht fehlen der obligatorische Flaschen-, Dosenöffner, Kapselheber. Der ist natürlich mit dabei. Und damit ist mein Tool auch schon am Ende mit den Werkzeugen. Wenn ihr jetzt das Charge Plus habt, dann habt ihr zusätzlich nochmal eine Schere mit dabei. Das ist natürlich nochmal eine ganz feine Sache, wenn man sagt, okay, gerade im Alltag
brauche ich vielleicht nur noch mal irgendwas, wo ich dann Papier mit durchschneiden kann. Das ist hier bei meinem Charge nicht, aber bei eurem Charge, wenn ihr das jetzt kauft neu, ist das mit dabei. Was ich auch immer mit empfehle natürlich, sind die Bit-Kits von Leatherman. Die kann man ja einmal kaufen und für alle Tools dann nutzen. Gerade auch für den Alltagsgebrauch habe ich dann hier mir einfach hinten einen kleinen Klettstreifen drauf gemacht und dann kann ich das überall festkletten und das Tool stecke ich dann einfach in eine kleine Tasche. Das war das Charge. Weiter geht's mit dem Matt. Hier haben wir wirklich im Vergleich zum Charge ein amtliches, schweres Tool. Deswegen hat das hier auch nochmal einen Hammer zusätzlich, den man auch für schwerere Arbeiten nutzen kann. Wir haben hier einen Gewichtsunterschied von knapp 100 Gramm, denn das Tool wiegt 317 Gramm. Hier habt ihr ebenfalls eine 420er HC Klinge. Die ist allerdings hier kombiniert. Das heißt, ihr habt eine normale Klinge und hinten ein Stück Wellenschliff. Also es gibt keine zusätzliche Wellenschliffklinge, sondern nur diese eine Klinge, die kombiniert ist. Weiterhin habt ihr hier nochmal eine Säge von außen bedienbar und damit endet es eigentlich auch schon fast mit den Tools, die auf der Außenseite zu finden sind. Ihr habt noch zusätzlich hier den Bolt Override, den zeige ich euch gleich nochmal, was der für eine Funktion hat. Und habt hier nochmal außen anliegend Halterungen für Bits. Im Vergleich zum Charge wurden hier nämlich nochmal längere Bits mitgeliefert, die hier nochmal außen untergebracht sind. Die zeige ich euch auch gleich. Hier ist jetzt nochmal ein Stößel mit dabei. Der kann dafür genutzt werden, um Pins an der Waffe rauszustoßen oder aber ihr schraubt ihn ab und könnt dann hier entsprechend auch, was im Lieferumfang mit enthalten ist, einen Putzstockadapter anbringen, um da entsprechend mit einem Putzstock zu arbeiten. Der ist mir leider entfallen, den habe ich nicht mehr zur Hand, aber der wäre normalerweise hier dann auch entsprechend mit dabei. Das ganze Tool ist hier mit einem Haken gesichert, um da ein versehentliches Aufklappen zu verhindern. Wenn ihr das Tool dann aufklappt, habt ihr nur die Zange. Also hier sind wirklich auf der Innenseite keine weiteren Werkzeuge zu finden. Das ist dann eigentlich alles. Also eigentlich ein recht nacktes Multitool, wenn ich das mal vergleiche. Natürlich hier habt ihr die Zange entsprechend auch wieder mit dem Drahtschneider für normalen Draht und für harten Draht mit wechselbaren Klingen. Das ist immer noch mal so ein cooles Merkmal bei den Leatherman Tools und natürlich auch hier nochmal ein Bithalter. Der Bithalter ist, ja, der funktioniert noch ein bisschen anders da als im Vergleich zu den Bithaltern vom Charge. Da muss ich hier oben ein bisschen eindrücken. Das geht auch manchmal ein bisschen schwierig hier bei dem alten Tool. So, und dann kann ich den Bit hervorholen. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, in dem Tool, ohne jetzt hier auf die Bitkits zurückzugreifen, die kann ich zwar auch benutzen, aber hier habe ich einfach nochmal rechts und links versteckt so eine Halterung mit einem Pin. Wenn ich diesen Pin jetzt hier reindrücke, gucken wir mal, dass man das so sieht, dann kann ich jetzt hier dieses Werkzeug herausschieben. Das geht ein bisschen schwer. Am besten nimmt man dazu den Bit, den man gerade nicht braucht. Dann kann man das hier herausschieben und kann das dann hier entsprechend herausziehen und dann in den Bithalter setzen. Und das ist jetzt aber auch ein Vorteil, weil das Ding hier relativ lang ist. Ne? Also ihr seht es ja schon im Vergleich, der normale Bit, der ist ziemlich kurz. Und da könnt ihr natürlich hier ja, nicht so wirklich nah ran, weil dann schon das Gehäuse vom Multitool kommt. Aber hier habt ihr wirklich dann ein sehr, sehr langes Werkzeug, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Während beim Charge hier eine ganz einfache Tasche mit dabei ist, habt ihr beim Matt so ein bisschen, ja schon so eine richtige militärische Tasche, auch mit einer Molle-Funktion nochmal hier. An der Seite kommt dann normal der Putzstockadapter rein, der mir entfallen ist. Und hier im Inneren habt ihr auch nochmal vorne im vorderen Bereich zwei Halterungen, wo ihr Bitkits nochmal unterbringen könnt. Also die stecken dann nicht wie bei der normalen Tasche in der Haupttasche, sondern sind hier wirklich nochmal in so Sleeves hinten und vorne untergebracht, wo diese Bitkits dann sauber verstaut werden können. Das ist nochmal eine runde Sache. Gibt es in Schwarz und in Coyote entsprechend. Da passt dann das Tool rein und dann habt ihr hier alles in einem Paket. Ein wichtiges Tool, was beim Matt dabei ist, aber in meinem Matt leider nicht. Hier ist noch ein Carbon-Schaber mit dabei. Der ist natürlich nochmal ganz gut, wenn ihr Rückstände im Verschluss habt, um den sauber zu schaben. Haben wir schon mal in anderen Videos gezeigt.
Der wäre jetzt hier normalerweise auf der Seite untergebracht, ist hier aber bei meinem nicht der Fall. Wenn ihr das Matt jetzt neu kauft, habt ihr aber auf jeden Fall einen Carbon-Schaber mit an Bord. Das Matt hat nochmal eine spezielle Funktion. Neben dem Hammer haben wir hier nochmal ein Bolt Override Tool, nenne ich es jetzt mal. Also ein Bolzenbefreiungstool, wenn man es mal auf Deutsch grob übersetzt. Es kann passieren bei der AR-15, dass die Hülse sich oder eine Hülse sich über dem Verschluss verklemmt. Der Verschluss dann entsprechend auf 7/8 steht hier, wie jetzt hier zu sehen. Ich habe jetzt keine Hülse genommen, sondern einfach mal ein Stück Plastik, um das mal zu demonstrieren. Ich könnte jetzt durcharretieren, repetieren und dadurch dann natürlich das Ganze frei machen, aber das wollen wir jetzt gerade nicht, beziehungsweise wir würden jetzt davon ausgehen, es geht nicht. Es bewegt sich hier nichts nach vorne, nichts nach hinten. Ich habe überhaupt keine Möglichkeit, hier mehr zu arbeiten. Und genau dafür ist dieses Bolt Override Tool da. Da gehe ich nämlich jetzt einfach mit dem Tool hier in den Verschluss rein und dann wirklich einmal beherzt nach hinten das Ganze mit Kraft. Ja, und dadurch löst sich dann die Störung entsprechend. Die Waffe ist wieder frei und kann wieder normal benutzt werden. Dafür ist dieses Tool gedacht. Unser Fazit zum Leatherman Charge und zum Leatherman Matt. Wir würden diese Tools nicht vorstellen, wenn wir nicht überzeugt davon wären, die lange bei uns schon im Einsatz wären. Wir finden gerade hier für den täglichen Gebrauch das Charge, das ist halt ultra klein und relativ leicht, passt in die Tasche. Das ist für den EDC-Gebrauch, wenn man den entsprechenden Transport natürlich berücksichtigt, gesetzeskonform, ist das hier ein super Tool. Und das Matt, das gehört einfach in jede Rangeback unserer Meinung nach, weil man einfach nochmal ein paar Tools dran hat, die einem das Leben mit der AR-15 erleichtern. Ihr bekommt beide Tools und auch sämtliche anderen Tools sowie die Bit-Kits bei Recon Company. Der Link ist unten eingeblendet. Gerber oder Leatherman, was ist bei euch das richtige oder wichtige Tool? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal, Glocke klicken, LAG wie immer. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.